Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Die Ehre sei dem Vater, dem Sohne und dem Heiligen Geiste, Wie im Anfang, so jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus,
der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Die Ehre sei dem Vater, dem Sohne und dem Heiligen Geiste, Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Maria mit dem Kinderlied uns allen deinen Segen gibt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntagvormittag, heute am 3. Fastensonntag. Ganz herzlich willkommen darf ich all jene heißen, die via Internet den Gottesdienst mit uns aus der Wallfahrtskirche in Maria Rhein mitfeiern. Am Beginn des Gottesdienstes beten wir normalerweise in der Fastenzeit 2 Kreuzwegstationen. Ich darf heute aus gegebenem Anlass mit einem Gebet beginnen, wo wir all jene mit hereinnehmen, die derzeit in Sorge sind, die Krankheit tragen, die vielleicht auch Menschen vermissen, weil sie nicht besuchen können, Krankenhaus, dem alten Wohnheim. Das Gebet von Johannes Hartl. Herr, wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe,
besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung, den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. Wir beten für alle, die in Panik sind, alle, die von Angst überwältigt sind, um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sind und sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre du Herzen mit deiner Sanftheit. Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können, dass du allein ewig bist, dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir vertrauen dir. Amen. In unsere heutige Messfeier mit herein nehmen wir ganz besonders auch unsere lieben Verstorbenen. Und so beten wir heute in der 8-Tage-Verrichtung für Franz Suklitsch. Lassen wir uns diesen Gedanken aus dem Gebet in Kyrie hineintragen, in die Nähe, Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Barmherzige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns unsere Schwächen und Fehler nach, er nehme uns an der Hand und begleite uns auf dem Weg zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, um mich und meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Mose schrie zum Herrn: Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Der Herr antwortete Mose: Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit. Nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh. Siehe, dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen. Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit, weil die Israeliten gehadert und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Schließt ihm nicht das Herz. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen.
und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Du bist der Retter der Welt. Gib mir lebendiges Wasser, damit mich nie mehr dürstet. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit kam Jesus zu einer Stadt in Samarien, die Sychar heißt. Und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihm gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr:
Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht. Aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie: Nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. O Botschaft unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir, Christus. Liebe Mitfeiernde zu Hause, in den Familien und Wohnungen, liebe Brüder und Schwestern im Glauben an Jesus Christus. Er ist wirklich der Retter der Welt. Ein sehr starkes Zeugnis, das uns da heute am Ende des Evangeliums begegnet. Doch bis zu diesem kraftvollen Zeugnis, da braucht es einen Weg, da braucht es einen langen Weg. Wir haben die Begegnung der Frau aus Samarien mit Jesus am Jakobsbrunnen. Das Wasser, der Brunnen, der Durst nach Notwendigem. Aus dieser Situation heraus, wo die Frau täglich hingeht, um Wasser zu schöpfen, es ist ihr vertraut geworden. Doch bei diesem Hingehen ist alles anders. Sie wird von einem Fremden, von einem Unbekannten angesprochen, mit der einfachen Bitte: Gib mir zu trinken. Die Frau, sie lässt sich mutig ein, mutig auf Neues, auf Unbekanntes. Sie beginnt einen Dialog, ein Dialog, der von Jesus Christus und seiner Frage ausgeht, der aber zu einem Dialog wird, der in die Tiefe führt. Es wird dabei auch sichtbar die Sehnsucht der Frau nach Heil, nach Leben. Es wird sichtbar, dass sie eine Hoffnung in sich trägt. Und aus diesem Dialog heraus, da wird ein Gespräch mit Gott, da wird eine Begegnung, die ihr Leben verändert. Das Wasser, es ist hier als Sinnbild für die Zeit, als Sinnbild für die begrenzte irdische Zeit, die hinführt in die Ewigkeit, in die Geborgenheit des Himmels. Jesus Christus, er spricht vom lebendigen Wasser.
ein lebendiges Wasser, das uns in der Taufe geschenkt wird. Die Taufe als Vollendung der Menschwerdung, wo es dann heißt, aus der Schuld Adams befreit zu sein, aus dem Wasser der Taufe zu neuem, zu ewigem Leben geboren zu sein. Das Spannende daran, die Taufe, sie öffnet eine Tür. Mit der Taufe, die im Irdischen beginnt, sie findet aber die Vollendung erst in der Ewigkeit. Denn wir alle wissen, dass wir am Grab, wenn wir zum Weihwasser greifen, das entscheidende Gebet sprechen: Gott, vollende an dir, was er in der Taufe begonnen hat. Das heißt, die Taufe, sie beginnt im Irdischen und vollendet sich in der Ewigkeit des Himmels, in der Begegnung mit dem, von dem alles Leben ausgeht, mit dem, der uns einst erwarten wird, mit dem Gott des Lebens. Durch das lebendige Wasser der Taufe, es hat schon im Irdischen eine unbeschreibliche Bedeutung. Dieses lebendige Wasser, es schenkt uns im Irdischen Kreativität, Schöpferkraft, Mut, Ideenvielfalt. Das alles begegnet uns aus dem Geist Gottes heraus, der sich in der Taufe in unser Herz geschrieben hat. Und aus dieser Schöpferkraft, die Gott in uns grundgelegt hat, da sind wir eingeladen, Leben zu gestalten und vor allem Beziehung zu leben. Beziehung mit den Mitmenschen und mit Gott. Die Taufe, könnte man sagen, ist wie so ein Samen, der in uns gelegt wird, der zu wachsen beginnt. Aber wir haben das Wachsen nicht in der Hand. Das ist hineingeschrieben, die bergende Hand Gottes. Aber wir dürfen vertrauen, wir dürfen den Mut haben, Gott täglich zu suchen. Und da sind wir gerade jetzt in einer Situation, die von uns vieles abverlangt. Wenn ab morgen keine öffentlichen heiligen Messen mehr gefeiert werden dürfen, da sind wir eingeladen, in tiefer Weise von Neuem auf Gottsuche zu gehen, aber uns immer getragen zu wissen, in der Feier der Eucharistie, hier in der Pfarrgemeinde, hineingebettet in die Weltkirche. Die Priester sind jetzt besonders gerufen, täglich stellvertretend für ihre Pfarrgemeinden, stellvertretend für uns alle, die Eucharistie zu feiern. Und die Eucharistie, das ist der besondere, unauslöschliche Punkt, wo Gott uns seine Liebe in tiefster Weise sichtbar macht, indem er sich selbst uns schenkt. Ende des Evangeliums dann die Frage der Menschen dort, die zum Glauben gekommen sind, die wir auch schon von den Emmaus-Jüngern kennen. Sie bitten Jesus zu bleiben. Und das ist eine Bitte, die auch wir gerade in dieser Zeit aussprechen dürfen. Bitte, Jesus, bleib in mir, in der Kirche, in der Welt, dass auch wir aus unserem Glaubensleben heraus sagen können, er ist wirklich der Retter der Welt. Amen. Wir kennen unsere Gemeinde.
Gott des Lebens, wir tragen viele Bitten und Anliegen in uns, wo oft auch die Worte fehlen, um sie auszusprechen. So schenken wir uns einen Moment der Stille, um unser Herz vor Gott sprechen zu lassen und unsere Bitten und Anliegen in seine Hände zu legen. Im Besonderen mit hereinnehmen wir das Gebet für Franz Suklitsch in der 8-Tage-Verrichtung. Voll Vertrauen legen wir unser Beten, Denken und Fühlen mit auf den Altar. Wenn Gott uns nun durch seinen Geist die Gaben Brot und Wein wandelt, in Leib und Blut Christi, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass sich unser ganzes Leben mitwandelt durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht und bitten dich, wandle du es, dass es für uns zum Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht und bitten dich, wandle du ihn, dass er für uns zum Kelch des Heiles wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Lasset uns beten.
Barmherziger Gott, befreie uns durch dieses Opfer von unseren Sünden und schenke uns die Kraft, auch den Brüdern und Schwestern zu vergeben, wenn sie an unschuldig geworden sind. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hatte der Samariterin schon die Gnade des Glaubens geschenkt, als er sie bat, ihm einen Trunk Wasser zu reichen. Nach ihrem Glauben dürstete ihn mehr als nach dem Wasser, denn er wollte im gläubigen Herzen das Feuer der göttlichen Liebe entzünden. Darum preisen dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu sein und dir zu dienen.
Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Josef und allen Bischöfen, mit unseren Priestern und Diakonen, mit unseren Ordensleuten, Akolyten und Seminaristen, mit allen Frauen und Männern, die du zum Dienst in die Kirche, in die Gemeinschaft gerufen hast. Erbarme dich unseres Bruders Franz Sukic, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört er Christus an. Ihm ist er gleich geworden im Tod. Lass ihn mit Christus zum Leben auferstehen. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir alle tragen Menschen in unseren Herzen, denen wir einen besonderen Moment der Gebetsstille schenken möchten. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns miteinander und füreinander, für all unsere Anliegen, besonders wenn auch in dieser schwierigen Zeit, das Gebet des Herrn sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne odpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Herr Jesus Christus, er hat seinen Jüngern den Frieden zugesprochen, diesen göttlichen Frieden, den dürfen auch wir von neuem empfangen, miteinander im Herzen teilen, vor allem miteinander leben. So sei der Friede des Herrn alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Du gibst den
Seht Christus, das gebrochene Brot, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Schuld der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Nachdem die vom Herrn Diözesanbischof herausgegeben, das Empfangen der Kommunion in dieser Zeit nur in geistlicher Weise möglich ist, lade ich uns alle herzlich ein, dass wir uns einen Moment der Stille schenken, wo wir in geistiger Weise Christus in uns aufnehmen und uns von ihm stärken lassen.
Lasset uns beten. Herr und Gott, du hast uns in geistiger Weise mit dem Brot des Himmels gesättigt und uns in dieser Speise ein Unterpfand dessen gegeben, was unseren Augen noch verborgen ist. Lass in unserem Leben sichtbar werden, was wir im Sakrament empfangen haben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Zu den Verlautbarungen, herausgegeben von unserem hochwürdigsten Herrn Diözesanbischof, von dem ich euch alle Segens wünsche und vor allem auch sein Gebet und seine Gebetszusage übermitteln darf. Ab dem morgigen Montag dürfen bis auf Widerruf keine öffentlichen heiligen Messen mehr gefeiert werden. Ich werde aber täglich hier am Altar wochentags Montag bis Samstag um 18 Uhr stellvertretend für uns alle feiern. Ich lade auch sehr, sehr herzlich ein, den Gottesdienst von zu Hause aus mitzufeiern. Es werden auch die Wochentagsgottesdienste via Livestream im Internet übertragen. Wie man das findet, liegt hinten beim Ausgang auch zum Mitnehmen. Die Eucharistie, sie wird in dieser Zeit nicht sterben, denn wir feiern die Priester stellvertretend für alle auf den Altären in Kärnten, in Österreich, darüber hinaus. Ich lade da wirklich ein, von zu Hause aus im Gebet verbunden mitzufeiern. Des Weiteren sind alle kirchlichen Gruppen, alle Sitzungen, alles, was es an pfarrlichem Leben gibt, für die kommende Zeit eingestellt. So bitte ich, dass wir wirklich im Geiste uns verbunden wissen. Ich werde für euch beten. Ich bitte auch, betet ihr für mich. Taufen, Hochzeiten, die werden verschoben. Begräbnisse, sie sind nur im engsten Familienkreis, das auch nur den Friedhof möglich. Umso mehr das Gebet auch für unsere lieben Verstorbenen. Ich hoffe und ich wünsche uns allen, ich bete dafür, dass wir wenigstens Ostern wieder in Gemeinschaft hier in der Kirche feiern dürfen. Inzwischen bitte ich euch, die Gottesdienstübertragungen mitzufeiern und bleiben wir im Herzen verbunden. Hinten beim Ausgang eben der Brief, wie man die Internetübertragung findet und auch das Gebet von Johannes Hartl, das wir am Beginn der Heiligen Messe für alle gebetet haben, für die Anliegen unserer Zeit. Und das Wichtigste natürlich, die Wallfahrtskirche und alle Kirchen in unserem Land, sie stehen offen und sie laden zum persönlichen Gebet. Ich bitte euch, nutzt auch die Chance des offenen Gotteshauses, einfach hier in der Kirche auch zu verweilen. Besonders hinweisen darf ich auf die Anbetungskapelle, die auch Tag und Nacht die eucharistische Anbetung ermöglicht. Es darf zu einem Ort des Herzens und der Kraft für uns alle in dieser Zeit werden. So darf ich abschließend auch noch mitgeben, ich bin natürlich erreichbar
telefonisch unter der bekannten Nummer für alle seelsorglichen Belange, die euch am Herzen liegen. Ich darf auch noch einladen, wer in dieser schwierigen Zeit eine Wandermutter Gottes zu Hause haben möchte, der möge mich bitte auch einfach telefonisch kontaktieren oder ansprechen. So bitten wir ihn, Gott um seinen Segen für uns, die wir hier in der Kirche sind, für all jene, die den Gottesdienst mit uns im Internet mitfeiern. Der Herr sei mit euch Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache unserer Gnadenmutter hier in Maria Rhein segne, beschütze, begleite und bestärke euch, eure Familien, alle Menschen, für die wir beten und die wir im Herzen tragen. Er, der Gott des Lebens und der Liebe, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Gehen wir hin und bringen Frieden, Freude und vor allem Hoffnung. Dank sei Gott dem Herrn.